Wer unter einer Kieferblockade leidet, kann kaum den Mund öffnen. Selbst das Kauen von etwas härteren oder die Zähneputzen lösen höllische Schmerzen aus. In diesem Video erfährst du, warum die Mundöffnung eingeschränkt werden kann und mit welchen Übungen du deine Schmerzen linderst und die Beweglichkeit wieder zurückeroberst. Im Kiefergelenk gibt es eine kleine Scheibe zwischen den beiden Knochen, der Diskus. Der dient auch als Puffern während der Bewegung. Es sorgt dafür, dass beim Mundöffnung und Schließen die Knochenpartie reibungslos sich bewegen können und der Druck besser verteilt. Wenn diese Scheibe, wenn der Diskus beim Mundöffnung sich nach vorne verschiebt und in einer falschen Position stecken bleibt, dann kann es dazu führen, dass das Gelenk blockiert ist und man kann dann den Mund nicht mehr weit genug eröffnen. Aber warum tut es denn so doll weh? Das erste ist dadurch, dass das Diskus nach vorne verlagert ist, es vermehrt Druck auf eine bestimmte Position bekommt und die hinteren Anteile von der Gelenkfläche und die Bänder, die eigentlich das Diskus nach hinten halten sollten, die werden überdehnt. Die vermehrte Überdehnung oder der vermehrte Druck sorgt für Schmerzen. Außerdem verspannt sich die gesamte Kaumuskulatur, um die Blockade zu kompensieren. Und dann tun auch die Muskeln weh. Und zu guter Letzt die Reibung und Kompression von der Gelenkfläche selbst. Wenn es nicht gut aufeinander passt, entsteht viel mehr Druck auf die Gelenkfläche und auch da können die Gelenke wehtun. Besonders beim Mundöffnen oder beim Kauen, wo diesen Diskus sich bewegen müsste, entstehen dann die starken Schmerzen. Und letztendlich wird es unmöglich, den Mund komplett zu öffnen. Gezielte Übungen können dir dabei helfen, deine Schmerzen zu lösen, die Muskeln wieder auf eine normale Spannung zu bekommen und die Beweglichkeit zurückzuerobern. Und wenn du wissen willst, welche Übungen das sind, dann zeige ich dir das jetzt. Die erste Übung, die ich dir jetzt zeige, dient zur Mobilisation vom Kiefergelenk und der hilft dir auch dabei, deine Schmerzen zu lindern. Normalerweise sind die Schmerzen ja vermehrt auf eine Seite. Wenn du deine Fingerspitze direkt vor dem Gehörgang platzierst, dann wirst du dort bei Öffnen und Schließen das Gelenk auch spüren können. Mit diesem Bereich von den Handflächen solltest du jetzt arbeiten. Auf der Seite, wo du keine Schmerzen hast, platzierst du den Bereich etwas nach oben auf das Jochbein, auf den oberen Anteil, wo es sich nicht bewegt. Und das sollte dir jetzt halt als Gegenspiele das Gesicht bzw. den oberen Anteil vom Gelenk festhalten. Mit der Seite, wo du Schmerzen hast, platzierst du nun den Teil von den Daumen auf den Kieferbogen. Deine Hände sind also versetzt und nun versuchst du, die betroffene Seite etwas zur Mitte zu schieben. Öffnet leicht den Mund und schiebt dann den Unterkiefer zur Seite hin. Es ist nur ein leichter Druck. Setze dich aufrecht hin und öffne den Mund leicht. Nur so weit, dass du eine angenehme Position erreichst. Deine Zähne sollen sich nicht berühren und dein Kiefer sollte entspannt sein. Mit einer Hand greifst du vorsichtig den Kieferknorpel und den Unterkieferast an und übst eine sanfte Kraft zur Mittellinie hin, eine Gleitkraft. Das hilft, die Gelenkscheibe in die richtige Position zu verschieben. Mit der anderen Hand solltest du den oberen Bereich so ungefähr um das Jochbein festhalten und dagegen halten. Diese Hand sorgt dafür, dass der Druck kontrolliert und gezielt ausgeübt wird. Für die zweite Übung brauchst du dann so einen kleinen Gummiteil. Es kann auch ein Deckel von Stift sein oder ein Radierer sein. Das solltest du dann zwischen deine Zähnen platzieren. Platziere den Gummiteil zwischen deine Zähne. Lass den Mund leicht eröffnen und den Unterkiefer soll erstmal gespannt sein. Nun beißt du auf dem Gummiteil drauf, dass du einen leichten Druck hast in den Unterkiefer. Diesen Druck behältst du bei und bewegst dann den Unterkiefer nach vor und zurück. Druck langsam und gleichmäßig auf das Teil, so als ob du die Zähne schließen willst und bewegst den Kiefer vor und zurück.
langsam und gleichmäßig. Von zu Hause aus, ohne großen Aufwand, kannst du vieles gegen deine Schmerzen tun. Mit einfachen Übungen lassen sich Schmerzen lindern und die Beweglichkeit wieder zurückerobern. Wenn du wissen willst, wie du das machen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Tipps für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unserer zweiten, letzten Übung. Diese Übung dient zur Dehnung der Kaumuskulatur, aber auch zur Haltungskorrektur. Studien zeigen, dass Patienten, die Kieferbeschwerden haben, sehr häufig in dieser Haltung sind, indem die Nackenmuskulatur in einer Überdehnung ist und der Kopf zu weit nach vorne gebracht wird. Dagegen solltest du als erstens eine aufrechte Sitzhaltung annehmen und die Schulterblätter nach hinten nehmen. Dann versuchst du, so eine Doppelkinnbewegung zu machen. Das Doppelkinn sollte dafür führen, dass du eine Dehnung hast an der oberen Muskulatur zwischen Kopf und oberen Nackenbereich und gleichzeitig mit das nach vorne bringen vom Kiefer entspannst du auch die Gelenkfläche. Also Doppelkinnhaltung und in dieser Position bringst du jetzt wieder beide Daumenballen direkt unterhalb von dem Jochbein. Halte das Doppelkinn, öffne langsam den Mund und gleichzeitig mit deinen Händen bewegst du den Unterkiefer noch weiter nach unten. Also, so soll ungefähr das aussehen. Doppelkinn, aufrechte Haltung. Mit leichter Druck von deinen Händen zur Mitte hin und du begleitest die Bewegung mit deinen Händen. Nicht selten kannst du auch spüren bei dieses Runterziehen, dass die Muskulatur auf einer Seite etwas schmerzhafter und harter ist als auf der anderen Seite. Wiederhole das für ungefähr 10 bis 15 Mal. Und die letzte Übung, die dir dabei helfen kann, deine Schmerzen zu lindern, ist eine geführte Mundöffnung. Dafür solltest du den vorderen Drittel von deiner Zunge oben am Gaumen direkt hinter die Zähne platzieren. Du behältst die Zunge in dieser Position und machst dann den Mund auf. Ziel dabei ist, dass die Zunge die fast wie eine Schiene dient und du dabei vermeiden kannst, dass der Unterkiefer seitlich abweicht. Du machst es nur so weit, bis du es kontrollieren kannst, dass der Unterkiefer gleichmäßig in eine Linie nach unten geht. Das sollte schmerzfrei sein und gleichmäßig passieren. Diese Übungen können dir gut dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern und deine Beweglichkeit wieder zurückzubekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!